Die Akademie der Vernunft und Baruch präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Die Geschichtsschreibung ordnet diese Entdeckung einem jener außergewöhnlichen Wissenschaftler zu, der im außergewöhnlichen Gupta-Reich lebte und den wir bei unserem letzten Treffen erwähnt haben. Sein Name war Aryabhata und er lebte zwischen 476 und 550. Er war der Autor mehrerer Abhandlungen über Mathematik und Astronomie, von denen einige leider verloren gegangen sind. Er studierte an der Universität von Nalanda und wurde später deren Fakultätsleiter. Die Nalanda Mahavyara, die älteste Universität der Welt, nahm ihre Tätigkeit im 5. Jahrhundert nach Christus auf. Als im Jahr 1088 in Bologna die erste europäische Universität gegründet wurde, hatte Nalanda bereits seit über 600 Jahren Tausenden von Studenten eine höhere Ausbildung geboten. Im 7. Jahrhundert zählte Nalanda 7000 Studenten, die nicht nur in Philosophie und Buddhismus unterrichtet wurden, sondern auch in einer Reihe weltlicher Fächer wie Grammatik und Literatur, Astronomie, Architektur, Bildhauerei und Medizin. Nach mehr als 7 Jahrhunderten Lehrtätigkeit wurde Nalanda im 12. Jahrhundert von einfallenden Armeen aus Westasien zerstört. Die Bibliothek, ein 9-stöckiges Gebäude mit Tausenden von Manuskripten, soll 3 Tage lang gebrannt haben. Die Zerstörung der Nalanda-Universität fiel in die Zeit zwischen der Gründung der Oxford-Universität 1167 und der Cambridge-Universität 1209. Ein Großteil der von Aryabhata in Nalanda durchgeführten Forschungen umfasste Themen aus Astronomie, Mathematik, Physik, Biologie, Medizin und anderen Bereichen. Seine wichtigsten Werke gründeten auf früheren Entdeckungen der Griechen, Mesopotamier und der Universität von Nalanda selbst. Das Aryabhatya, ein Kompendium der Mathematik und Astronomie, wurde in der indischen mathematischen Literatur zitiert und hat bis in die Neuzeit überlebt. Der mathematische Teil des Aryabhatya umfasst Arithmetik, Algebra, ebene- und sphärische Trigonometrie. Es enthält auch Kettenbrüche, quadratische Gleichungen, Potenzreihen und eine Sinustabelle. Es war dieser außerordentliche Wissenschaftler, welcher die Entdeckung und Einführung der Null in der Mathematik tätigte. Die Einführung der Null in der Mathematik hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der Disziplin und führte zu bedeutenden Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Zahlen und mathematische Operationen verstehen. Die Null ermöglichte die Entwicklung des Positionssystems der Zahlen, wie wir es heute kennen und übernommen haben. Das Positionssystem hat die Darstellung und Manipulation von Zahlen erheblich vereinfacht. Die Null machte insbesondere arithmetische Operationen, vor allem Addition und Subtraktion, effizienter. Sie bot eine Möglichkeit, das Fehlen einer Menge an einer bestimmten Stelle darzustellen, was direkte Operationen und eine kompaktere Darstellung von Zahlen ermöglichte. Aber auch für die Entwicklung der Algebra als Zweig der Mathematik war die Null wesentlich. Sie ermöglichte die symbolische Manipulation von Gleichungen und den Einsatz algebraischer Methoden zur Lösung einer Vielzahl mathematischer Probleme.
Die Einführung der Null hatte auch Auswirkungen auf die Geometrie und die mathematische Analyse und ermöglichte die Entwicklung von Konzepten wie dem kartesischen Koordinatensystem und der Infinitesimalrechnung, die später von Mathematikern wie Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelt wurden. Im Wesentlichen revolutionierte die Einführung der Null die Art und Weise, wie wir Zahlen verstehen und handhaben, und trug wesentlich zur Entwicklung mehrerer Bereiche der Mathematik bei, von der Arithmetik bis zur Algebra, von der Geometrie bis zur Analyse. Sie gilt als einer der größten Fortschritte in der Geschichte der Mathematik. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Aryabhata zu den großen Genies der Menschheit gezählt werden muss. Neben der Null wird ihm auch ein Beitrag zur Berechnung des griechischen Pi zugeschrieben. Aryabhata benutzte eine geometrische Methode, um den Wert von Pi zu berechnen, und schätzte ihn als Quadratwurzel aus 10, sprich ungefähr 3,1622, was eine genaue Annäherung auf 3 Dezimalstellen ist. Auch wenn diese Schätzung nicht so genau war wie die später von einem anderen Mathematiker, zum Beispiel dem indischen Mathematiker Madhava im 14. Jahrhundert, ist sie dennoch ein bemerkenswerter Beitrag zur Geschichte der Berechnung von Pi. Er berechnete auch einen Näherungswert für den Erdumfang von etwa 4967 Yojanas, also etwa 39.968 Kilometer, anstelle des heute berechneten Wertes von 40.075 Kilometer. Er hat sich also rund um 107 Kilometer verschätzt. Er schlug auch ein heliozentrisches Modell des Sonnensystems vor, das besagt, dass die Erde um ihre eigene Achse dreht und die Sonne umkreist. Auch das ein paar Tage vor Kepler. Schließlich verdanken wir ihm neben vielen anderen Entdeckungen auch das Konzept der negativen Zahlen. Dabei handelt es sich um Zahlen, die Größenordnungen kleiner als 0 darstellen. Mit anderen Worten, es handelt sich um Zahlen, die sich auf der Zahlengerade links von der 0 befinden. Beispielsweise für negative Zahlen sind -3, -2 und -1. Negative Zahlen sind wichtig, weil sie es ermöglichen, Situationen darzustellen, in denen Schulden, Defizite, Minustemperaturen und andere Größen unterhalb eines Referenzpunktes liegen. Negative Zahlen sind in der Mathematik, der Physik, der Wirtschaft und vielen anderen Disziplinen unverzichtbar. Sie ermöglichen es, eine Vielzahl von realen Situationen zu bewältigen und Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit Zahlen durchzuführen, die sowohl positive als auch negative Werte darstellen. Seine Werke haben die indische Mathematik und Astronomie nachhaltig beeinflusst und sein Werk wird weltweit für seine Innovationen und sein tiefes Denken studiert und geschätzt. Aryabhata gilt als einer der Pioniere der Wissenschaft und Mathematik in Indien und sein Beitrag war für die Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplinen von grundlegender Bedeutung. Nur 50 Jahre nach dem Tod von Aryabhata erlebte das Gupta-Reich die Geburt eines neuen mathematischen Sterns, Brahmagupta. Er lebte zwischen 598 und 688 und gilt als einer der größten Mathematiker Indiens. Brahmagupta behandelte ein breites Spektrum mathematischer Themen, darunter Algebra, Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Sein Werk enthält Regeln für das Rechnen mit Zahlen, Brüchen, Quadrat- und Kubikwurzeln
und Gleichungen zweiten Grades. Brahmagupta ist auch dafür bekannt, dass er den Satz vom Flächeninhalt eines zyklischen Vierecks formulierte, der auch als Brahmagupta-Satz bekannt ist und besagt, dass der Flächeninhalt eines in einem Kreis eingeschriebenen Vierecks aus den Längen seiner Seiten berechnet werden kann. Praktisch zeitgleich mit Brahmagupta feierte das Gupta-Reich den anderen Stern der astronomischen und mathematischen Wissenschaft, Bhaskara. Er wurde im Jahr 600 geboren, lebte 80 Jahre lang und war der Erste, der Zahlen im indischen Dezimalsystem schrieb und die Zahl 0 mit einem Kreis darstellte. Bhaskaras mathematischer Beitrag, der wahrscheinlich der wichtigste seiner Arbeit ist, betrifft die Darstellung von Zahlen im Stellenwertsystem. Sein System ist wirklich positional, denn die gleichen Wörter, die sie darstellen, können auch zur Darstellung von Werten verwendet werden. Bemerkenswerterweise stellt er eine gegebene Zahl in diesem System mit der Formel Ankaya Api dar, sprich mit den Abbildungen liest man das, was es ist, indem er sie mit den ersten 9 Brahmi-Zahlen schreibt und einen kleinen Kreis für die Null verwendet. Im Gegensatz zu seinem Wortsystem werden die Ziffern jedoch in abnehmenden Werten von links nach rechts geschrieben, genau wie heute. Wie man sich vorstellen kann, gibt es einen leeren Kreis, was bedeutet, dass sich darin nichts befindet. Der leere Kreis ist auch das Symbol, das wir erhalten, wenn wir eine Einheit, zum Beispiel einen Stein, aus dem Sand nehmen. Es bleibt ein Loch zurück, das wir durch einen kleinen Kreis darstellen können. Später wurde dieses Symbol von den Araben mit dem arabischen Begriff Sifr übersetzt und davon leitet sich, wie man an der Assonanz hört. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.